Deutschlandweit besteht der Absatzmarkt der Medikamente zu 75% aus Generika. Diese verbrauchen aber gerade mal 9% der Kosten im Gesundheitswesen. Beloren wird ein Teil dieses Marktes sein. Beloren ist ein Medikament gegen Akne. Es ist eine äußerlich anzuwendende Creme und ein Gel. Es ist verschreibungspflichtig, es wird von Krankenkassen erstattet und es ist fertig entwickelt. Bereits jetzt haben wir einen Lizenzdeal mit einem großen deutschen Pharmaunternehmen abgeschlossen, das uns in 11 europäischen Ländern gleichzeitig auf den Markt bringen wird. Wenn Medikamente entwickelt werden, dann ist in den vielen Fällen dort noch Patentschutz vorhanden. Und wenn allerdings diese Frist verstrichen ist, können solche Produkte kopiert werden. Diese Generika haben die gleichen Wirkstoffe, sind aber in ihrer Zusammensetzung niemals vollständig gleich zu dem Originalprodukt. Beloren ist ein Generikum von Skinuren. Skinuren macht einen jährlichen Umsatz von ca. 150 Millionen Euro und ist in über 70 Ländern verfügbar. Ende dieses Jahres verliert Skinuren seinen Patentschutz. Wir sind die Ersten, die eine generische Version auf den europäischen Markt bringen. Akne ist eine komplexe Hauterkrankung, bei der eine Reihe von Pathomechanismen eine Rolle spielen. Der Wirkstoff des Originalpräparats ist die Acelainsäure und die ist in der Lage, in eine Reihe dieser Pathomechanismen einzugreifen. So trägt es zur Normalisierung der Verhornung bei, es wirkt antibakteriell und es wirkt antientzündlich. Zulassung von Arzneimitteln ist ein langwieriger Prozess. Es gilt uneingeschränkt auch für Generika. Wenn man tatsächlich ein Molekül identifiziert hat, muss zunächst gezeigt werden, dass dieses Molekül keine Nebenwirkungen hat. Das Arzneimittel wird an Tieren getestet, bevor man es dann in 3 Phasen, die sich häufig über mehr als 10 Jahre erstrecken, am Menschen testet. Zunächst mal an gesunden Probanden. Wenn die das dann gut vertragen, werden dann Patienten therapiert. Und das muss dann in großen Studien, in den Phase 3 Studien belegt werden. Und das führt dann letztendlich dazu, dass weniger als 5% bis zur Einreichung bei den Behörden kommen. Mit Beloren sind wir aktuell im Übergang zu Phase 3. Phase 3 bedeutet, wir übermitteln alle regulatorischen Unterlagen an die Zulassungsbehörden. Das Besondere dabei ist, dass wir die zweite Phase, die klinischen Studien, komplett überspringen durften. Der Hinweis der Behörden war eindeutig. Uns wurde klipp und klar gesagt, wir sind so dicht am Original, dass wir nicht durch die Zulassungsstudie müssen, sondern direkt in die Zulassung dürfen. Wir können mit Stolz sagen, dass wir in einer recht frühen Phase einen sehr lukrativen Lizenzvertrag abgeschlossen haben. Unser Partner für den Vertrieb ist eines der letzten familiengeführten Pharmaunternehmen in Deutschland. Aristo hat sich die Lizenzen für die 11 umsatzstärksten europäischen Länder gesichert, ist außerdem bereit, einen verbindlichen Forecast abzugeben. Das heißt, für eine Vertragslaufzeit von 5 Jahren sind jetzt schon 1,2 Millionen Tuben garantiert. Der Umsatz der Dego-D wird sich von 2019 in den nächsten 5 Jahren von 1,9 Millionen auf 5,9 Millionen Euro entwickeln. Das Originalprodukt wird in Segrate in Mailand hergestellt. Wir hingegen produzieren ausschließlich in Deutschland. Unser Lohnhersteller hat sich genau wie wir auf Dermatika spezialisiert. Das heißt, er produziert nur Cremes, Salben und Gels. Die Zuzahlungen aktuell beim Original liegen bei 5 Euro pro Packung. Mit unserem Vertriebspartner Aristo wird die Zuzahlung natürlich geringer ausfallen. Ärzte sind verpflichtet heute, wenn es ein zugelassenes Generikum gibt, dieses bei Kassenpatienten zu verschreiben und auf die Art und Weise die Kosten für die Kassen zu kontrollieren, weil ein fast gleiches Produkt wird auch gleiche Wirksamkeit und gleiche Nebenwirkungen haben. Bei uns ist es nicht ein Gewerbe, wo man den Markt schätzen muss, denn wir kennen ihn auf die Tube exakt genau. Wir haben im jetzigen Lizenzvertrag mit Aristo 11 Länder abgedeckt. Diese 11 Länder machen im Original einen Umsatz von 10,5 Millionen. Wenn man weltweit guckt, reden wir von 150 Millionen auf 70 Länder verteilt. Aktuell befinden wir uns in Verhandlungen mit einem amerikanischen Pharmaunternehmen und wir gehen davon aus, dass die amerikanische Zulassungsbehörde den Europäern folgt. Wenn das so eintritt, dann steht uns ein 100 Millionen Euro Markt offen. Die Entwicklung von Beloren ist abgeschlossen. Wir sind kurz davor, die Zulassung einzureichen. Wir müssen nur noch nachweisen, dass wir im Industriestandard produzieren können, das heißt zwischen 400 bis 1000 Kilo. Und wir müssen eine gesetzliche Wartefrist im DCP-Verfahren von 210 Tagen überbrücken. Und genau dafür brauchen wir Ihr Investment. Am Ende noch was Persönliches. Wir als Dego-D wollen 5% der jährlichen Gewinne spenden für die Kleinsten der Gesellschaft, und zwar für seltene, unheilbare Hautkrankheiten, in dem Fall die Schmetterlingskrankheit, und die Spenden gehen an die Universität in München.